Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten internationalen Live-Webinar-Interview. Heute Immobilienmarkt Panama und ich habe diesmal 3 Immobilienexperten aus Panama da. Eine ganz sympathische Rechtsanwältin, einen Gutachter aus Panama und einen Immobilienmakler aus Panama. Und wir schauen uns mal an, was macht den panamesischen Immobilienmarkt interessant für Rentner, Investoren, Urlaub. Ja, was könnt ihr erwarten? Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt hier dabei sind, vielleicht Panama kennen, also Interesse haben an Panama. Ich weiß aber auch, dass viele sagen, okay, wir kennen Panama Papers. Darüber werden wir auch kurz sprechen, ist aber nicht der Hauptfokus. Also Steuern, Immigration, wie kann man hier residential, also ja, wohnen, hinziehen und hier auch leben. Das gucken wir uns alles an. Jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich unsere Gäste. Zur Information, dieses Video könnt ihr jederzeit auf unserem YouTube-Kanal, wir sind jetzt live auf YouTube, LinkedIn und Facebook und das könnt ihr auch jederzeit dort abrufen. Wenn ihr meinen Namen Ilka Fietz eingibt, dann werdet ihr das auf alle Fälle finden. Und now we say hello to Aura, Walter and Alfredo. The ganzen Team. Ja, hello. Ja, hallo, hallo. 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 Wie geht's? Vielen Dank, dass ihr da seid. Nur nochmal für unsere Zuhörer. Wir haben die Aura spricht Deutsch, der Walter spricht Deutsch und Alfredo spricht Ein Englisch. wenig Deutsch. Ja, gut genug, dass wir das alle gut verstehen. Und bei Alfredo werde ich dann übersetzen. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann wird mir Aura und Walter helfen bei der Übersetzung. Okay, ich würde mal sagen, die Gäste stellen sich mal am besten selbst vor. Also wo kommt ihr her? Warum sprecht ihr teilweise Deutsch? Was ist euer Beruf, euer Hauptfokus? Und wir starten mal mit den Ladies first. Aura. Ladies first. Hallo, guten Tag. Erstmal danke für die Einladung. Es freut mich sehr, heute da zu sein. Und ja, ich bin Aura Rettally, ich wohne in Panama. Ich komme aus Panama auch. Ich bin Rechtsanwältin und auch Makler. Als ich an der Uni war, hatte ich Interesse an deutscher Sprache. Deswegen habe ich an einem deutschen Kurs teilgenommen. Und danach, später, habe ich mein Masterstudium in Berlin absolviert bei Hochschule für Wirtschaft und Recht. Deswegen habe ich heute auch den Berlin-Hintergrund gewählt. Ah, das ist schön. Ja, Kathedral. Kathedral, nicht Kurfürsten. Berliner Dom, glaube ich. Ja, ich glaube. Ja, Berliner Dom in Berlin. Oh, okay. Ich habe 2,5 Jahre mit meinem Ehemann in Berlin gelebt und im Jahr 2019 sind wir, bevor Pandemie, sind wir nach Panama zurückgefahren, aber wir lieben Deutschland. Wir eigentlich wollen wieder dort leben. Wir versuchen ein bisschen nochmal da leben und jetzt versuchen, den polnischen Pass zu bekommen. Der Großvater meines Mannes Pole war. Okay. Diese Einwanderungsthema und Immigrationsgesetze ist immer wichtig, oder? Ja. So. Cool. Und du bist jetzt direkt in Panama City oder wo bist du? Genau, in Panama City. Dann mache ich mal ganz kurz, bevor wir zu Walter und Alfredo kommen, zeige ich mal, wo Panama überhaupt ist. Wir wissen, es ist Mittelamerika. Ja. Ja. Also ich teile mal meinen Bildschirm gerade mal.
Und dann gucken wir mal, wo ihr überhaupt gerade sitzt, ne? Weil alle drei sitzen gerade in Panama und die Technik macht es möglich. Oder, warte mal, muss ich jetzt rein? Wo kann ich hin? Lower, I mean, Lass mich gucken, wo ist Google meine... Earth. Moment. Hui, warum kann ich heute nicht teilen? Moment. Ich habe eigentlich schon geteilt. Warum sieht man es nicht? Ah, das ist... Ach so, er lädt noch. Ich sehe gerade, er lädt noch bei mir. Ich weiß nicht, seht ihr schon was? Vielleicht ist es nur bei mir. Seht ihr schon was? Nein, noch nicht? Nee, noch nicht. Okay, also er lädt noch. Ich zeige es mal. Ich zeige es gleich, sobald er fertig geladen ist. Das ist nämlich deutsche Technik. Ich habe irgendwie immer wieder das Thema bei Deutschland, dass wir irgendwie, sobald mehrere Livestreams sind, das Kabelnetz doch irgendwie dann leicht überfordert ist. Dann lass uns einfach nochmal, jetzt müssen wir uns mal wieder zu viert hier hinbringen. Aura, genau. Also das heißt, wie viele Jahre warst du dann in Berlin? 2,5 Jahre. Wow, Und in den Jahren hast du die Deutsch gelernt? Erstmal, als ich an der Uni war, das war 2006. Wow. Ein Jahr habe ich an der Deutschkurs teilgenommen. Und dann im Jahr 2016 in Berlin. Ja. Cool. Ja, super. Walter. Walter, vielen Dank für die Einladung, Ilka. Es freut mich sehr, viel hier zu sein. Ich bin Walter Luchsinger, ich bin Wirtschaftsingenieur und Akteur. Ich habe doppelte Nationalität und Staatsbürgerschaft. Ich bin Schweizer und auch Panamanier. Und warum spreche ich Deutsch? Eine kurze Geschichte meiner Familie. Mein Vater ist in der Schweiz geboren und er kam in 1948 nach Panama, als er da war, als 27 Jahre alt. Er war sehr jung. Er kam als Chef der Schweizer Multinationalfirma Eutectic Castelling von Lausanne. Und die Firma suchte einen Manager, der fließend Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch sprechen und schreiben konnte und über Berufserfahrung in Banking, Finance und Metallurgie. So in Panama hat er meine Mutter kennengelernt und in 1950 haben sie geheiratet. Und seit ich war 10 Jahre alt, fahren die ganze Familie nach der Schweiz. Jeder 2 Jahre. Und wir bleiben dort für 3 Monate jedes Mal. So ich lernte Deutsch nach und nach mit meinen Cousinen, meinen Onkeln und meine Großmutter. Aber ich hatte ein Problem, weil alle sprechen Schweizerdeutsch. Und für sie, Deutsch ist ziemlich eine Auslandssprache. So es war nicht so einfach. Aber für mich war es sehr schön und ich lernte gern. Und später, wenn ich war in Panama, ich studierte für 3 Jahre mit dem Goethe-Institut. Und dann ich hatte die Zertifikat Deutsch gemacht in der B1 und ich hatte Prüfung gemacht und ich habe das Diplom. Und eine andere Geschichte über meinen Vater. Mein Vater wurde 100 Jahre alt. Und er hat mir immer gesagt, dass im Scherz, like a joke, wenn er in der Schweiz geblieben war, hatte er nicht so lange gelebt. Und dann sehr kalt in der Schweiz, feucht. Das tropische Klima war für ihn gesünder. Und vielleicht für viele Leute auch. So, das tropische Klima ist gut für ihn gesund. Ja, deswegen. Ich studierte in den USA als Wirtschaftsingenieur und also postgraduate in Betrieb
Und leider, ich spreche kein Deutsch in der USA. Aber später, ich arbeite 30 Jahre mit dem Panama-Kanal als Ingenieur. Und im Jahre 2004 hatte meine Firma, die Gutachterfirma, gefunden. Und haben mehr als 5000 Gutachten gemacht. So, das ist meine kurze Geschichte. So, danke again für die Einladung. Gerne, gerne. Okay. Alfredo, what are you doing all your life in Panama? You are you were born in Panama, right? Yes. Well, guten Abend. Oh. Learning quick. Guten Abend. Actually, I took 1 year of German, but that was a long time ago, and I forgot. Oh, wow. That's so good. Also er hat schon mal Deutsch gelernt, aber hat sich nicht so viel behalten. Sorry, I forgot. I forgot. Alles vergessen. Yeah. But anyway, I'm very excited and very thankful for this opportunity. As you know, I'm with EXP Panama. We opened last year in July. We were one of the first countries to open in Latin America, which gives you a clue, really, because Panama has a lot to offer, and that's the reason. One moment, Alfredo. Translate. Ja, genau. Okay. Genau, er sagt, dass er mit EXP in Panama jetzt seit 2 Jahren ist. Und Panama war das erste Land, was in Mittel- oder Südamerika aufgemacht hat, while they opened Panama first in EXP? Because Panama has a lot to offer, not only residential, but also commercial, as we will see in the presentation very shortly. So let me try to open. And you're a real estate agent. You're Yes. always your whole life you were a real estate agent. Warst du dein ganzes Leben lang Makler oder hast du mal was anderes gemacht? Okay, let me give you a little bit of background about me. I'm a civil engineer by training. I work in construction for a while, and then I worked also in the reconversion of the U.S. bases here in Panama into commercial. Also erst war Ingenieur im Baubereich, richtig auch? Baubereich. Dann was war das nächste? What was the next after engineer? I work in construction of high-rise buildings. Hochhäuser im Ingenieurbereich bei Hochhäusern, genau. Yeah, I have also worked in conversion of military installations into commercial and residential areas. What is it in conversion? Commercial and residential. Conversion is the Umwandlung, switching U.S. bases to Häuser. It's like switching. The military bases had the military and Soldaten, and then when the USA get back, we have into the Häuser. Okay. And you did the rebuild of these houses, or? Yeah. No. Ja, Okay. die Häuser werden Geschäft und Gebäude und alle. Okay. And then I have also, I'm part of a group that does residential development. So I'm a developer and also a real estate agent. Und Makler. Okay, now I try to share the screen again. Hopefully it will work. Otherwise, even our presentation, even we can show our yes, sir, yes, it goes. Oh, there you go.
Good, good. Panama, super, great. So, also, wir gucken mal. Wir sind hier in Deutschland, im schönen grünen Deutschland. Und meine Gäste, die sitzen heute in Panama. Und das ist nämlich genau hier mit dem Cursor darüber am dünnsten. Like 10 Stunden. Am dünnsten Zipfel, an der dünnsten Stelle von Mittelamerika. Da kommen wir zu Panama und Panama City. Das ist Costa Rica, also grenzt oben an Costa Rica. Der linken Seite, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite Kolumbien. Kolumbien. Genau, also ein sehr, warte mal, das ist schon, also dieser Bereich, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt markieren kann. Nee, kann ich irgendwie nicht markieren. Also der kleine Bereich, das ist Panama. Ja. Und mittendrin Panama City mit. Ja, in der Mitte, ja. Mit dem Panama-Kanal, wenn ich das richtig sehe. Ja. Super. Genau, super. Zwischen das Meer, zwei Meere, Atlantik und Pazifik Meer. Mhm. Ja, super. Hier mittendrin ist der Panama-Kanal und auf der einen Seite Pazifik und auf der anderen Seite Atlantik. Atlantik, ja. Genau. Okay. Und wir haben auch noch, also ich mache mal meinen Screen zu, Alfredo zeigt uns eine kleine Präsentation und auch so ein paar Fotos von Panama und so alles was jetzt mehr so um Immobilien geht. Dass wir mal so einen kleinen Überblick bekommen, wie sieht Panama überhaupt aus? Oh, wie schönes Panama haben wir ja als Thema. Ich vergaß es zu sagen. Lass mich kurz die Präsentation öffnen. Here it goes. Oh, okay. Zack. Wow, great. Ja. Thank you, Ilka. Well, Panama. Yes, that's Panama, and this city is located on the Pacific side of Panama, and as Ilka was mentioning, we have a Pacific and an Atlantic Ocean on both sides, and the North Atlantic, and actually it's the Caribbean Sea. So we're part of the Caribbean area. Mhm. Also im Norden grenzt also der Atlantik mit der Karibik, eigentlich die Karibik, genau, an in Panama. Panama is on the Pacific side. This is Panama City on the Pacific side. Okay, Pacific side. Panama City ist auf der südlichen Seite, wo der Pazifik dann angrenzt. Yes, and there's only 80 miles or 50 miles, 80 kilometers from the Pacific side to the Atlantic side, to the Caribbean side. Gehen wir mal zurück. Genau, an der dünnsten Stelle ist Panama also nur 15 oder 18 Kilometer breit. Yeah. So you can go swimming in the morning on the Pacific side, and in the afternoon you can swim at the beach on the Atlantic side, on the Caribbean side. Okay, why? Also du kannst vormittags im Pazifik schwimmen und am Nachmittag in der Karibik. But why we should do this? Is there a difference between the oceans? Ist da ein Unterschied zwischen dem Strand und dem Strand? Yeah, because it's very, very easy, very, very short distance. So you can have that advantage. I mean, is the water different? Is das Wasser unterschiedlich? Or is it colder or warmer? It's totally different. The tide. Yeah, the tide. The tide is hotter. Yeah, and the water is different. You can go diving. It's more diving areas on the Atlantic side, on the Caribbean side, more surfing on the Pacific side. Auf dem Pazifik ist mehr Surfen und auf der Atlantikseite, also karibische Seite, ist mehr Tauchen und Schnorcheln und Schwimmen. Aha, cool. Okay, next. Next slide. Okay, Panama is a small country, but it's a country that is very well positioned for foreign direct investment. There's a lot of investment
in Panama? Also Panama ist bekannt als guter Platz für interessante Investitionen, also für Investoren. Ja. It is more a service-oriented economy, and as you can see, over 80% of our economy is based on services. Also das meiste Geld ist in Panama durch Dienstleistungen, was sagt man, das Einkommen oder das die Landeswirtschaft generiert. Yes, our economy was hit very hard by the pandemic, but nowadays is growing more than 15% per year. Last year and this year also, we foresee that we're going to grow over 15%. The country economy, you mean? Yes, country economy. Ja, okay. Also die haben jetzt in der Pandemie, waren sie stark betroffen, Panama, und jetzt aber die haben sich wieder erholt und die haben eine 15%ige Steigerung im Wirtschaftswachstum. Okay. And we use the US dollar as the legal currency, so all your investments will be kept in US dollars. Ah, okay. Und die haben den Dollar in Panama, Ja, right. amerikanischen Dollar. Yeah. Next. Okay, yes, next, please. And as you can see here, Panama has developed world-class infrastructure. Panama hat eine hervorragende Infrastruktur. And we have on this region, which is what we call the interoceanic region, which is the areas that are adjacent to the Panama Canal. This is where most of the economic activity takes place. Okay, also das sind die 3 Hauptstandorte, wo das eigentliche Wirtschaftswachstum oder überhaupt die Wirtschaft in Panama stattfindet, immer um den Kanal herum gelegen. Yeah, so we have 3 strategic poles with many ports and many airports. So our maritime and air connectivity is one of the best of the world. Die Anbindung nach Panama ist enorm, eine der besten der Welt, weil sie eben doch sehr viele Connection nach Panama führen, auch sowohl Häfen wie auch Flughäfen. Next, please. So as you can see, there are many types of different investments opportunities in Panama. Da sind also ganz viele Möglichkeiten für Investoren, wie man in Panama investieren kann. Yeah, investments in logistics, investments in digital technologies and IT technologies. We have over 4 submarine fiber optic cables that cross through Panama. So we have very good fiber optic connectivity as well. Also es gibt also man sieht es ja schon an den Bildern, wo Investments möglich sind im Logistikbereich, im Digitalbereich, Landwirtschaft. Yeah, opportunities also in agribusiness. I know that you have very good meat over there, but our meat is very natural. You know, the cows are grazed on natural procedures, natural food. Okay, also alles noch sehr natürlich, was auch die Fleischindustrie angeht. Und ja. Yeah. And because all this connectivity, all the food and all the fiber optic technologies and all that, and also a lot of incentives for companies, Panama is attracting
many multinationals headquarters, regional headquarters. Also es ist ein Platz, wo ganz viele internationale, multinationale Unternehmen ihren Hauptfirmensitz haben. Yeah, next please. Next slide, please. Ja. Next. Okay. And not only that, but also Panama, according to International Living, is the best place to retire in the world. Panama ist der allerbeste Platz, um in Rente zu gehen. Yeah, and as you can see here, there are many different areas that are ideal for any type of environment that you're looking for. You can find it here in Panama, in the Pacific coast, on the Atlantic coast, on the mountains, on the Caribbean, on historic sites, and of course in Panama City. You can find all kinds of accommodation and residential opportunities for retirement. Ja, also gerade für Rentner ist es in Panama, bietet einfach so viele unterschiedliche Gegenden von der Pazifikküste mit Stränden, Atlantik, dann man sieht es ja auch auf den Fotos, ganz grünes, tropisches Innenland, moderne Gebäude oder in Villen, also tief in den Bergen drin, aber eben auch mitten in einer absoluten Großstadt zwischen Hochhäusern. Also im Grunde es gibt Panama für jeden Geschmack. Geschäfts- oder eben für Rente einen Platz. Okay, next please. Okay, go ahead, sorry. No, I thought it's Walter's presentation, but it's... No, this is just to tell you that you're more than welcome to Panama. As you know, we're a team here, so you have good friends in Panama, especially for the real estate brokers. We're more than welcome to work with you. Also lädt Immobilienmakler ein. Alfredo ist ja unser Immobilienmakler. Er lädt Immobilienmakler ein aus Deutschland, gerne nach Panama zu kommen und sich anzuschauen, welche Geschäftsmöglichkeiten es gibt und natürlich auch eine Zusammenarbeit einzuladen. Und das fördern wir ja bei EXP. Da kommen wir nachher mit EXP noch mal ein bisschen konkreter drauf. Was es mit EXP auf sich hat. Genau. Also er lädt ein zu Gemeinschaftsgeschäften und das als Leadquelle zu nutzen. Okay, very good. Thanks again. Very good. So, next Präsentation. Sehr gut, Alfredo. Very good. Yeah, thank you, Alfredo. Vielen Dank, Alfredo. Who's next? Walter, right? Wait. I have eine kurze Präsentation, vielleicht ein wenig länger, aber ist different. Yeah, so let me look where I find it. This is yours. I can close. Where's Walter's presentation? Here it is. So I try to share the screen. Okay. Ich teile den Bildschirm und zwar genau jetzt. Now you should see the presentation from Walter. Ja, Alfredos letzte Slide ist mein erster Slide. Yeah, therefore I thought it's already. Es ist so schön Slide, die ganzen Hauptstadt mit den Inseln und den Schiffen und der ganzen Ding. Willkommen in Panama, Walter Luchsinger, wieder Wirtschaftsingenieur, Betriebs- und Gutachter. Next slide. Next, okay. Panama City ist eine kleine Stadt, 1,5 Millionen Metropole. Die hat
hohe Gebäude, bis zu 90 Stockwerke hoch. Das heißt sehr hoch. Wir haben mit Banken, Büros und Apartments. Und die Stadt ist in der Küste des Pazifischen Ozeans, the Pacific Ocean. Next. Wir haben eine 100 Jahre, heißt die 100 Jahre Brücke von deutscher Firma errichtet. Das war der Bilfinger-Berger. Es war, Bilfinger-Berger war die deutsche Firma, die errichtet die Brücke. Sehr bekannte Brücke. Und das ist jetzt 2000. Über den Panama-Kanal. Eine Brücke über den Panama-Kanal. Ja, ist zweite. Wir haben drei Brücken, zwei in der Pazifik und eine in der Atlantik. Das ist die große und sehr mehr bekannte Brücke. Und also wir haben 5 sehr wichtige Hafen. Das ist ein Bild von Hutchinson. Hutchinson Hafen ist von Hongkong. Ist eine Firma, that has a kleine percentage of staatliches Eigentum. Kleiner Teil des Staates. Meistens privaten, ja. Ja, so next. Auch wie Alfredo hat auch gesagt, ja, wir haben mehr als 160 multinationale Firmen. And zum Beispiel, we have Honor, Huawei, we have Adidas from the Deutschland, Mastercards, we have Caterpillar, John Deere, we have so viele. Because also haben da alle alle sind in Panama. Ja. Große Teile von der Unternehmen, ja, der ist ein Hub, eine Hub für viele Unternehmen. So that's sehr gut für Arbeiten, you know, für viele professional Arbeiters arbeiten dort. Okay, so next, yeah. Wir haben also auch sehr viele modernes Einkaufszentren mit vielen Laden, like Johnson & Johnson, sehr bekannte Laden. And we have auch Casinos, sehr berühmt. Casino and Hard Rock Cafe, so we have, you know, very sehr viele Dinge zu machen heute hier in Panama. Next time. Wir haben auch Hotels in den ganzen Land. We have this Sheraton Bay House in der Pazifiksee. We have Santa Maria, das ist zum Beispiel. Santa Maria Marriott Golf in auch der Panama City, and we have auch Playa Bonita Resort in der Pacific, in der Nähe von der Stadt, vielleicht maybe 20 Minuten von der Stadt. Playa Bonita. Das ist für Investoren oder für Urlaub? No, that's for Urlaub mostly. Yeah, Urlaub. Strand, okay. The andere for, yeah, but the investor können bleiben in diese Hotels auch. But that's more Urlaub und auch der Investor auch. Okay, I have allgemeine Daten. Hat gesagt, wir haben die US-Dollar seit 1904. And then Regierung, wir haben eine demokratische Regierung. Jede 5 Jahre wir wählen für Präsident und Parlament mit 71 Mitgliedern. So wir sind demokratisch, kein Problem da. Panama-Kanal. Seit Jahr 2000 Jahren von Panama verwaltet. So wir haben den Kanal für uns, aber wir haben einen Neutralitätsvertrag. Das ist sehr wichtig. Unterzeichnet von allen seefahrenden Nationen, Russland und China auch. So es ist sehr wichtig für uns die Neutralität von dem Kanal, wenn ein Krieg oder andere Dinge. Ja, okay, ganz aktuelles Thema gerade, gell? Also mit der Ukraine jetzt gerade ganz aktuell. Ja. Vielleicht, hopefully, wir haben nicht einen Krieg, aber das ist ein großes Problem heute. In Einwohnerzahl, Panama ist, Deutschland ist fast 2-mal größer als Panama. Wir sind eine kleine Stadt, kleines Land, 4 Millionen, in Deutschland ist 33. Oder? Fast 20.
Sehr wichtig, Interessantes ist, dass das ganze Jahr wir haben warmes Klima. I mean, nicht Schnee oder in der Temperatur switchen, like 20 oder 30 Jahre. And then also kein Naturkatastrophen. Es ist neugierig, aber wir haben keine Wirbelstürme oder Erdbeeren oder Flussbären. Nie. Warum? I mean, wir sind glücklich. I mean, this is eine gute Ding für die Rentner. It's nicht like in the USA that we having like tornadoes or Wirbelstürme. In Panama ist wir sind glücklich. Wir sind glücklich, glaube ich. Okay. Okay, jetzt zeigst du ein paar Bereiche, wo es interessant ist zu leben in Panama, oder? Das ist ein interessanter Grund für Leben in Panama. Ist sehr ruhig und kein Problem. Okay, these next 10 slides ist die besten Orte für Rentner. Okay, das ist 5 Plätze, das sind sehr schön für Rentner. Der erste ist Boquete. Boquete ist in der Nähe von Costa Rica Grenze. Vielleicht weniger als 1 Stunde. Wir haben ein cooles Klima. Von 18 bis 23 Grad Celsius den ganzen Jahr. Ist 1000 Meter hoch. Und hat so viele Berge, Flüsse und Kaffeefarmen. Sehr bekannte Kaffee. Ich glaube, der beste Kaffee in der Welt ist von Boquete. It's called, what's his name? Geisha. Geisha. Thank you. The Geisha Kaffee ist der mehr bekannte und ist der teuerste auch Kaffee in der Welt. Sehr, sehr bekannte. Okay. And then it's Bergen, Flüssen, der ganze Ding. Und zu viele Rentner von Europa auch. Nächste ist El Valle. Ich habe ein Haus dort auch. Ist nicht sehr hoch, aber ist 600 Meter. Und das Klima ist auch kalt, von 20 bis 25 Grad Celsius den ganzen Jahr auch. Also ich habe gerade verstanden, es ist kalt, also nee, aber es ist kalt, schön warm. Ist schön warm. Vom Dezember bis April ist mehr kühler und kein Regen. Von Mai bis November zu viele Regnen. Und cool auch, aber nicht sehr cool als der Rest des Jahres. Und the wichtige Ding, wir haben einen inaktiv Vulkankrater. Ich glaube, es gibt nur 2 Vulkankrater in der Welt, wo sie haben Bewohner. Die Häuser sind im Vulkankrater drin. Der ist aber inaktiv. Genau. Sehr neugierig. Ja. Und das ist sehr bekannt auch in Panama, El Valle. Nice Häuser, Bergen, Pferde auch. Und dann sehr schön auch. Nächste. In Coronado, für die anderen Leute, die Stranden lieben, ist ein moderner Badeort mit Einkaufszentren, Krankenhäusern, Kinos und auch internationale Schulen. Ist nur 1,5 Stunden von Panama City mit Auto. Es hat so viele amerikanische Rentner dort. Vielleicht mehr als 1000. I mean, in der Nähe von Coronado. Because sie haben Hospitalen, Krankenhäuser, Kinos. So ist wie eine kleine Stadt. Und die schönen Strände auch. Die Bilder ist sehr klar für das, ja. Okay, der vierte ist Pedací. Pedací ist sehr bekannt für Surfen. Also Surfen, junge Leute. Und wunderschöne Strände. Es gibt 200
150 Rentnerfamilien von vielen Ländern. Das ist eine exakte Nummer. USA, Kanada, Deutschland und Frankreich. Sie wohnen dort und sie sind Rentner. Und the wichtige Ding auch ist fast kein Regen den ganzen Jahr. Ist sehr, sehr, sehr trocken. Und dann die koloniale Architektur ist sehr schön auch. Du kannst in den letzten Bildern sehen. Es ist 5,5 Stunden von Panama City. It's mostly, du musst wohnen dort. Ist nicht sehr weit, aber es ist eine lange Fahrt. No? Und der letzte ist Bocas. Boca ist eine Insel im Atlantikmeer mit Stränden. Die hat Lagunen, viele Vögel. Und dann, Vögel und Inseln mit vielen neugierigen Vögeln, hat viele Hotels und viele Ausländerleute auch, die wohnen dort. Ist sehr schön, Hotels sind in der Meer. Und dann, du brauchst einen Flug. Du kannst fliegen von Panama City nach Bocas in 1 Stunde in einem kleinen Flugzeug. Und kostet ungefähr $200. So that's okay. So für den Abschluss, ich kann sagen, dass Panama ist ein Kaufermarkt. Ist sehr, sehr billig. Noch billig. Praktisch auch. Und die Verkaufspreise in Panama City ist von 1.300 bis 2.000 pro Quadratmeter. Es hängt von dort ab. In Panama City die Mietpreise von 6 bis 9 pro Quadratmeter. Die anderen Leute in Landschaft billiger, vielleicht 20% weniger, die Preise. But, and then die Preise seit sind 2000, du hast mich gefragt, erinnert, die Preise sind 2019 um 2% bis 35% gefallen. Warum? Okay, um 2015 bis 2018 unsere Wirtschaft war sehr stark. Und wir hatten viele Ausländer kommen, um Immobilien zu kaufen. Häuser, Kondos in das Land und auch in der Stadt. Denn der Bau neues Immobilien war sehr hoch. Und dann mit Covid weniger Leute, fast nie Leute kommen. Und wir haben ein großes Inventar. Das warum wir haben eine 20 bis 33 gefallen Preise. Also ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Ja, aber deshalb Preise gesunken. Das Angebot ist groß und die Nachfrage ist wenig. Es ist einfach Ökonomie, aber das wird nicht lange dauern. Aber das Alfredo hat gesagt, unsere Wirtschaft ist stärker jetzt und das warum ist eine gute Zeit für Ihnen Besuch und kaufen, weil es nicht dauert sehr lange. Vielleicht nächste Jahre Preise sind hocher. So vielen Dank für meine das alles gut sagen. Vielen Dank, Alfredo. Walter, jetzt haben wir schon mal einen richtig guten Einstieg. Es ist uns langsam beeilen. Aura, also was mich oder ich denke mal auch viele Zuhörer interessiert, ist, was macht jetzt eigentlich Panama interessant? Also wie kann ich investieren? Wie kann ich nach Panama kommen? Wie alt muss ich sein? Wie viel Geld muss ich vielleicht zahlen? Kannst du da was sagen? Ja, klar. Erstmal, ich muss es sagen, als Walter gesagt hat, Panama ist schon wirklich schön.
Wir haben hier Sommer das ganze Jahr. Fast jeden Tag ist sonnig. Wenn es regnet manchmal. Es dauert maximal 2 Stunden und dann kommt nochmal die Sonne mit blauem Himmel. So ist cool. Sehr schön. Ja, ist super schön. Wenn man fragt, wie wir es schaffen, in Panama zu leben, natürlich muss man erstmal die Immigrationsgesetz ein bisschen erklären, wie sind die Möglichkeiten, in diesem Fall für Deutsche in Panama, auswandern. Und dafür habe ich 2 tolle Möglichkeiten, zum Vorstellen. Erstmal Investition bitte, Sondervereinbarung für Länder, die Panama-Freunde sind, darunter Deutschland ist. Also Deutschland ist mit Panama befreundet und deswegen haben sie Special-Konditionen für, um nach Panama zu ziehen oder in Panama zu arbeiten, oder? Ja, für deutsche Staatsbürger, um Panama einzuziehen, ja, genau. Um nach Panama zu ziehen und dort zu leben als Bürger, nicht nur für Urlaub, sondern wirklich hinzuziehen, die Rente zu verbringen. Oder ist egal, Rente oder nicht Rente ist egal. Ja, diese erste Möglichkeit ist für alle, nicht nur für Rente, für alle. Normalerweise müssen Ausländer 500.000 US-Dollar investieren in Immobilien, in diesem Fall, um nach Panama auswandern, einzuziehen. Aber für deutsche Staatsbürger die Investition beträgt nur 200.000. So das ist interessant. Ja. Mit 200.000 kann man überall kaufen. Sie können Alfredo später fragen. Sie können im Staat zum Beispiel 80 Quadratmeter mit Aussicht. Sie können im Berg, auf dem Strand, sogar Häuser mit 200.000. Okay. Genau, Cool. Sie können viel erreichen mit 200.000. Also das Geld da braucht man nicht in bar mitbringen, sondern in dem Moment, wo eine Wohnung oder ein Haus gekauft wird für 200.000 Euro, ist man berechtigt, in Panama zu leben. Ja, man braucht kein 200.000 Bargeld investieren. Sie können auch eine lokale Hypothek erreichen, ja, hier in Panama. Wenn man natürlich Einkommen in Panama oder im Ausland nachweisen kann. Und man benötigt auch eine Anfangszahlung von mindestens 30%, oder Walter? 30%? Ja, 30, ja. Ja, aber ja, ist nicht so. In Restaurants 30%, Medizin auch, Apotheken auch. Wenn du Rentner bist, dann bekommst du 30%. Wenn du Rente als Investor, ja, oder? Ja. Nein, ich meine, dass wenn man Investition in Panama machen will, man kann lokale Hypotheken erreichen hier mit lokalen Banken. Sie müssen Anfangszahlung von ungefähr 30%, so 60. Eigenkapital. Also genau, Eigenkapital. Eigenkapital von 30%. Eigenkapital, aber ist
einfacher natürlich 30% als alle Wagen. Ne? Ja, Mhm. ja. Sehr schön. Nicht so kompliziert. Aber ich habe auch eine zweite Möglichkeit, das ist das Visum für Rentner. Mhm. Die Rentner in Panama können ein gutes Leben haben, als Walter gesagt haben, sie bekommen hier Rabatte von 10, 20, 30% in Restaurants, Apotheken, Flugzeugticket. Ja. Das diese heißt, Rabatte, wie alt musst du sein, um Rentner zu sein? 55 in Panama. Vielleicht du hast keine Rente, aber du bist 55 Jahre, du bekommst automatisch Rabatte in viele Geschäfte in Panama. Und das ist gesetzlich. In Apotheken Das zum heißt, Beispiel. ich kriege einen Ausweis, wenn ich 55 bin, bekomme ich einen Ausweis, Männer und Frauen. Genau. Ja. Mhm. Männer auch? Männer, 60. genau. Okay, also Mit entweder dem wenn Pass wenn die Frau 55 ist und der Mann 60, 55 und 60, dann kriegst du einen Ausweis und dann jedes Mal, wenn du den vorzeigst, dann kriegst du 25, 30% Rabatt. Ja, ja. Cool. Genau, so schön. So, Rentner können hier ein gutes Leben haben und sie haben ein besonderes Visum. Jeder Rentner von überall der Welt können auch ein Visum hier, um zu leben in Panama. Sie brauchen nur eine Rente von 1.000 US-Dollar monatlich für das Leben. Die Rente sollen das nachweisen, natürlich mit den Dokumenten, ordnungsgemäß, mit Apostillen, alle. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Ehepaar 1.000 Euro Rente hat in Deutschland, zusammen, 1.000 Dollar. Eine Person 1.000 Dollar, das ist wie Also 900 Euro vielleicht. Zwei Personen, ein bisschen mehr, ich kann das gucken, ist wie 200 per jede additionell, aber nur Frau oder Tochter. Also 1.000 für eine Person plus 200 für jede weitere Person. Genau. Also 1.200 Dollar Rente für zwei Personen. Dollar, genau, also 1.000 Euro ungefähr. Oder 1.100. Weniger, ja, 900 Euro. Okay. Ungefähr, ja. Und dann bekommen die wenn die das nachweisen können, dann bekommen sie automatisch und 55. Nicht automatisch. Das Visum muss man beantragen, hier Immigration mit Anwältin, mit ihrer Anwältin, alle Dokumente und ja, das hat einen Kosten des Verfahrens und alle. Das ist nicht automatisch. Für das Visum muss man das beantragen natürlich, aber die Rabatte sind automatisch, inklusive sogar für Touristen. Okay. Und die Rentner müssen aber auch 200.000 an Investitionen machen. Nein. Nee, die brauchen nur den Nachweis, dass sie 1.200 Dollar in Rente haben oder einen Euro dann halt. Und cool. Das heißt, wenn jemand nicht in Deutschland bis 67 arbeiten möchte, dann wandert er nach Panama aus und ist sofort mit Mitte 50 oder mit 60 Rentner. Und können zwei Personen mit 1.000 Euro leben im Monat? Jetzt mal an, oder mit 2.000 Euro, oder was sind die Lebenshaltungskosten in Panama? Ist es eher hoch oder? Es ist abhängig von wo du wohnst, wenn du in Stadt wohnen möchten oder auf dem Land natürlich. Zum Beispiel Boquete, das Walter gesagt hat, ist
ist auf dem Land, ist billiger, ist andere Stadt, das ist ganz, ganz billiger als Panama-Stadt zum Beispiel. Ja. Okay. Also auch die Lebenshaltungskosten. Ja. Okay. Cool. Und Rentner haben Rabatte. Cool, also wer schnell Rentner werden will und Ü55 bzw. 60 ist, der auf nach Panama. Ja, so ja. Okay. Das wollte ich vorstellen als Auswanderungsmöglichkeiten für Deutsche. Und wie ist das, wenn jetzt kostet es irgendwas um das Visa-Verfahren oder was muss man da rechnen? Ja, das dauert ungefähr 6 Monate. Die Gesamtkosten des Verfahrens sind ungefähr 5.000 US-Dollar. Okay. Und nochmal für Investoren, vielleicht kann es Walter auch beantworten oder du, ich will jetzt nicht genau, wenn jetzt ein Investor kommt, Panama ist ja irgendwie, man kennt es aus einmal, oh wie schön ist Panama, das Kinderbuch, aber man kennt es auch von den Panama Papers, wo fremde Firmen Geschäfte gemacht waren, die wahrscheinlich nicht ganz so richtig waren, sage ich mal. Wie ist es generell für Unternehmen? Warum sitzen so viele Firmen in Panama? Hat das was mit den Steuern zu tun? Und wenn ja, was? Ist einfach. Wenn du eine Corporation willst, in Deutschland, sie haben GmbH. GmbH, ja. GmbH. Hier, wir haben Corporations. Und es ist einfach und billiger. Wenn du eine willst, heute, du rufst mich an, Aura, ich will ein Corporation. Ich schicke dir ein paar Dokumente und du sendest mir durch E-Mail Nachweise, ein paar Dokumente, Nachweise, Signaturformular und in eine Woche du kannst eine Corporation, legal Corporation haben. Du sollst nicht zu Panama kommen, du kannst alle, natürlich, ich muss Dokumente von dir, von deiner Bankinformation, aber es ist einfach, schnell, nicht so teuer. Ich weiß, dass in Deutschland ein GmbH kostet vielleicht 20.000 Euro. Hier vielleicht ein Corporation kostet $2.000, 2.000, nicht 20, 2.000. Ja. Okay. Einfach, schnell, billiger. Cool. Und okay, also aber wenn ich das schnelle Unternehmen habe und wenn ich dann Gewinn mache, wie wird das versteuert? Oder wie wird wenn ich als Person als Person oder als Unternehmen Geld verdiene, wie sind da die Steuersätze? Okay, in Panama, wenn du in Panama arbeitest, the corporation operates in Panama, die Steuer muss man in Panama zahlen. Aber wenn die Corporation arbeitet in Deutschland, es müssen da Steuern zahlen. Die Steuern hier sind lokale. Wenn das Geschäft nicht in Panama ist, die Steuern sind nicht hier zu zahlen. Nur wenn das Corporation ist hier. Okay. Okay. Also und wie hoch kann man sagen, wie hoch die Steuern sind für Unternehmen oder kommt es auf den Umsatz an? Es ist abhängig von was du magst. Zum Beispiel, ich zahle Steuer als Rechtsanwältin und es ist abhängig von wie viel Geld verdiene ich jedes Jahr. Und das ist abhängig von was das Corporation mag, wie viel verdient jeden Tag. Das ist abhängig.
Ah, okay. Ja, ich glaube, Walter hat gerade die Verknüpfung verloren, schätze ich mal. Irgendwie ist er auf einmal weg. Ihr stockt jetzt alle. Hört ihr mich gut? Ich weiß nicht, aber Hörst du mich gut, Aura? ja, ich höre dich gut. Ah, okay. Bei mir ist gerade alles eingefroren, Alfredo und du auch. Okay, super. Das heißt, es ist durchaus interessant für Investoren und auch für Firmen und auch für Rentner, egal ob man jetzt Visa, also die Einstiegshürde nach Panama, die man sonst in anderen Ländern hat, ist sehr niedrig. Was ist da niedrig, Entschuldigung? Um nach Panama zu kommen als Rentner oder als Unternehmen, ist es relativ leicht und die Hürden sind niedrig. Also es ist leicht, nach Panama zu kommen und dort zu leben und auch günstig zu leben. Ja, ist leicht, das zu machen und wir haben eigentlich viele Rentner hier. Ist nicht niedrig, die Nummer. Vielleicht wir können Alfredo ein bisschen übersetzen. Und vielleicht er hat auch eine Meinung. Alfredo, Ilka is asking about how easy it is for retired to come to Panama. If you have idea of the numbers of people moving to Panama to come here and live and to invest. Yes, so it is very easy because immigration, especially for friendly countries, what they call friendly countries, is very easy. So, and you get the visa, and then you can become a resident here in Panama, and you can get all these benefits. So it's very easy also to fly to Panama from Germany. Their Lufthansa flies directly. So Panama is attracting a lot of expats from Europe Yes. and also from Canada and from the US. Also Panama ist leicht zu erreichen von Deutschland auch mit dem Flug, also einmal mit dem Flugzeug. Du kriegst sehr schnell das Visum für Panama und genau, von Lebenshaltungskosten ist es eher teuer oder kann man das pauschal sagen? Also because of life, Alfredo, she's asking if because of life is high or low. In my opinion, I don't have the number, but as I told, sorry, I'm speaking in English. I forgot. Sorry, meine Meinung. The Lebenkosten. Ich hätte es sonst übersetzt. Nach meiner Meinung, das Lebenkosten ist natürlich abhängig von wo und wie man leben möchte. Wenn du in Luxury Apartment willst, natürlich, wir haben alles hier in Panama. Wir haben sehr, sehr teuer und luxurious Wohnungen und wir haben auch Häuser und Wohnungen auf dem Strand zum Beispiel, wo es natürlich die Kosten sind niedriger. Ist abhängig von was man will, wie man leben möchte. Ist abhängig. Panama hat sehr, sehr teuer Orte. Ja, I had the problem mit meinem Computer Internet. Ich habe meine Handy jetzt. Alfredo, if somebody wanna buy an apartment, what would you said what he should do? Is how much are the prices? Is Walter's thing? we talk to Walter later.
how much are not the prices, Nebenkosten ist, what is Kaufnebenkosten? The additional cost. Okay. Yeah. Additional cost. Oh. Yeah. No, it's simple as well. Here, basically, many of these developments are what they call like homeowners association type of projects. So basically, you buy the apartment and then you pay just a maintenance fee, which is not very high because salaries in Panama are low. So maintenance, labor and all that is cheap. So maintenance fees here are not very high. So you pay just for the maintenance fee, which includes security, gas, and amenities and so forth. Most of the apartments, they have swimming pools, they have saunas, gym, and so forth. So you enjoy a very comfortable life, and you don't pay that much money. And everything is in U.S. dollars. So if you sell, you can get U.S. dollars and use your U.S. dollars anywhere. Also die Nebenkosten und Wartungskosten und Betriebskosten sind relativ niedrig, wenn man Hauseigentümer ist. Und and what about if you buy, do you have to pay not the maintenance fee? The maintenance fee, in my understanding, is the fee you have to pay as soon as you're already an owner of the house, right? And the fee, the additional costs you have if you buy, for example, for Grundbuch, for what is it? It's like it's gone. My internet internet, internet and TV. setup, telephone, telephone, and but I mean, we have a lot of cell phone providers, so firmas. Yeah, most of the people just use cell phones everywhere. So, $60 pro monat. Man get internet, cable TV, un handy. No, sorry. Handy we like, 60 pro monat. Viele Minuten, Apropos Internetverbindung gerade, wie ist die Internetverbindung in Panama? Ist nicht so hoch wie in Deutschland. No? No. But not so good. I mean, German is almost the worst land for internet connection. Really? Warum? So I mean, I don't know. You have still you still have white areas where you can't call because you have no internet. No, and no WLAN and no mobile. Nein, aber Deutschland ist besser. Besser als Panama. Besser for us, for internet, no? Ja, ist schneller. Okay. Schneller, More megabytes, Hier ist es langsam und ich habe meine verloren. Ich habe mit meiner Handy in dem Büro funktioniert nicht mehr. We have many providers here, and if you buy the fiber optic direct to your office or to your home, you don't have any problem. Oh yeah. Yeah, you're gonna have a lot of bandwidth. Super fast. Super speed, Also sehr schnelles Internet, sehr, sehr beständiges Internet und auch viele Provider, die in Panama, die man sich in Panama aussuchen kann. Yeah. Okay. If somebody buys an apartment, who has to pay the commission? The buyer or seller? No. Seller. The seller. The seller. Yeah, seller. The seller. It means if, also ich habe gerade gefragt, wenn ein
jemand ein Apartment kauft, wer muss die Provision bezahlen? Das nimmt der Eigentümer, muss den Makler quasi zahlen. And what a German buyer who wants to buy an apartment, for example, should he go to a real estate agent, and if yes, why? Or can he just also look in the internet and look for any apartment he will find? No, the best is go through an agent, and the best is to go through a EXP agent, because because you will know that the process will be very transparent, very transparent, and very straightforward. Okay. You know, if you go directly to the owner of the property, maybe the owner of the property will say, "Oh, that's a German guy. He has a lot of money, and maybe he will try to get some more money from you." But if you contract Walter, you'll know that you're paying the right price. Bevor du verkaufen eine Immobilien, du musst erst mit mir sprechen, weil du musst wissen der richtige Preis. Dann du sprechen mit Alfredo für die andere Dinge und auch für Aura. Aber die erste Dinge ist auch, du musst den richtigen Preis wissen. Das ja, also das genau. Der Gutachten würde das sagen. Genau, deswegen haben wir die jetzt im Grunde, also wenn jetzt einer von den Zuhörern eine Wohnung kaufen möchte, ist das erste Step, einen Gutachter sich zu nehmen, weil die Preise variieren, weil wenn du als Deutscher jetzt nach Panama kommst und sagst, du möchtest was kaufen, dann denken die Verkäufer in Panama, super, ein Deutscher, der viel Geld hat, und setzen halt die Preise hoch. Insofern ist es besonders für Deutsche wichtig, dass sie zu Walter als ein Gutachter sich die Wohnung schätzen lassen erst, um sicher zu gehen, dass es ein richtiger Preis ist. Ja, dann zu Alfredo gehen und dann sich von Aura die Papiere, Kaufvertrag und sowas ausfertigen lassen können und sich halt auch rechtlich beraten lassen können. Das wäre jetzt eigentlich so der ideale Weg, richtig? Oder? Der ideale Weg, ja. Erste, zweite und dritte, ja. Den ganzen Team. Wir werden dir helfen, euch helfen. Yeah, I also want to add that we will all help you. That's in English. Also, I want to add, Ilka, that apartments here are easy also to rent. So you can buy also for investment. You know, you can rent outside of the city. You can rent through Airbnb very easy. Now it's very popular. The beaches and the mountain projects are very good for investment, for rental properties. Yeah. Oh, you mean if somebody buys and don't want to move in by himself, he can rent it to other people? No, or he rent himself an apartment. Yeah. So, for example, a German, you know, now it's very cold in Germany. Here we have very good weather. So when it's cold in Germany, they can come to Panama, live for 3-4 months, and then rent the property for the rest of the year. Just for a short time they rent, but they could also buy and rent it in this time slot when they are in Germany. They can rent it to Airbnb, or they can use it for Airbnb. And we can help you manage property. You know, all the contracts. Aura can do paperwork. Paperwork. Yeah, we work as a team, and we can help you with all that.
Genau. Well, Also that's it. er sagt, man kann es auch genauso gut also mieten, beziehungsweise kaufen und dann später für Airbnb benutzen. Und das ist, wo eben Walter, Alfredo und Aura helfen können. Ja, gut. Wer noch anything else, irgendwie was wichtig ist, was wir unbedingt wissen sollten über Panama? Also ja. No, nice. Okay. So, willkommen in Panama, ja. Du hast unsere Adresse und Telefonnummer. Leute können uns schreiben oder telefonieren. Ja. Genau, die Kontaktdaten von Aura, Walter und Alfredo blende ich gleich ein. Und ich muss gerade gucken, welche das sind. Ja. Die machen wir im Anschluss, blenden wir die ein. Wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte, dann jederzeit gern. Ja, dann freue ich mich. Also ich kann dann quasi in circa 3-4 Jahren, wäre ich schon Rentner in Panama. Das finde ich super. Ja. Da muss ich dann kommen und kriege Discount in der Apotheke. Super. Und kann im Grunde auch für relativ gutes Geld ein Apartment kaufen. Ja. Kann man das so sagen? Das ist eine gute Idee. Das ist ein nice plan. Ja. Excellent. Ja, dann bedanke ich mich, Walter. Vielen Dank, Alfredo. Many thanks. Ja. Und Aura, vielen Dank gerne fürs Interview. Und wir sehen uns dann irgendwann in Panama. Ne? Oh, wie schön ist Panama, sage ich nur. Ja. Wenn jemand mehr erfahren möchte, euch schalte ich gleich ab und dann lasse ich nochmal die Eckdaten von allen dreien anzeigen. Also, alles Gute und bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank you. Thank you. Vielen Dank.